Servus, wir sind wieder zurück. 3,5 Wochen Balkan sind jetzt vorbei und jetzt schauen wir uns doch einfach mal an, was wir denn mit dabei hatten. Was haben wir davon gebraucht? Was hätten wir eigentlich nicht gebraucht und was hätten wir unbedingt gebraucht? Ne? Ich würde sagen, ich gehe einmal ganz kurz schnell durch, damit ihr einen Überblick habt, was wo denn ist, und dann gehen wir ins Detail. Zum einen Rucksäcke, davon sind die Kameras. Dann Beintasche, sowas, ja, Geldbeutel, Handy und so weiter. Dann habe ich auf der einen Seite alles, was ich im Zelt brauche. Andere Seite Klamotten, in der Mitte Zelt. Hinten Topcase, Elektronik und Kruschkram. Bei den Stutzbügeltaschen ist Schläuche und Werkzeug. Exakt das gleiche ist bei Hannes auch drin. Werkzeug und Kruschkram. Dann ungefähr ähnlich wie auch bei mir, auf der einen Seite Schlafsachen von Hannes, auf der anderen Seite die Klamotten und in der hinteren, mittleren Rolle, ja, kein Zelt, weil ist ja schon bei mir, aber dafür Kochzeug und Essen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal ins Detail, was wir denn wirklich genau mit dabei haben. Zum einen ist das die Beintasche. Und in der Beintasche ist eigentlich nicht sehr viel drinnen. Ich habe zum einen die Stirnlampe, damit ich einfach schnell an die rankomme. Dann Taschentücher, auch immer sehr wichtig. Lege ich mal kurz hier drauf. Geldbeutel und noch wichtige Dokumente. Und vorne habe ich Ohrenstöpsel, wenn wir auf die Autobahn fahren. So ein Labello. Messer. Und ein Feuerzeug. Und ursprünglich war hier drin auch noch eine Sonnencreme. Und da kommen wir auch schon an den Punkt, den wir ganz gerne irgendwie anders mitgenommen hätten. Und zwar war das nur so eine ganz kleine Tube eben. Und die war einfach schon ab der Hälfte vom Urlaub komplett aufgebraucht. Und ja, da würden wir das nächste Mal ganz gerne eine größere mitnehmen, weil irgendwie haben wir immer nur diese ganz großen Family Packs da gefunden und die kannst du ja schlecht mitnehmen. Einfach so ein bisschen größeres gleich von Haus aus mitnehmen, wäre ganz sinnvoll gewesen. Das nächste drum an mir dran ist natürlich der Rucksack. Und wie gesagt, hier drin sind eigentlich nur Kamerasachen. Da schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das dann verstaut ist. Ganz oben drauf kommt einmal die Drohne. Und dann kommt der Würfel, der jetzt gerade ein bisschen zerdatscht ist, weil die Kamera ja draußen ist, mit Kamera eben. Und eigentlich auch noch das Stativ, aber das wird jetzt halt gerade auch noch gebraucht. Und ja, ansonsten ist leer. Ich versuche hier drin so wenig Gewicht, wie es nur irgendwie geht, zu haben. Die Sachen sind mir aber wichtig, dass sie an mir dran sind, einfach weil da am wenigsten passiert, am wenigsten Vibrationen sind. Und genau, das ist hier drin. Und exakt das gleiche ist natürlich bei Hannes auch. Nur eben ohne Drohne. Er hat einfach nur den Würfel in dem Rucksack drin. Dafür, wenn wir unsere Brillen runter tun, muss er immer beide Brillen in seinen Rucksack mit einpacken. Und die Taschen haben ja hier vorne auch noch solche extrigen Taschen. Die lassen wir auch immer komplett leer und sind dann eventuell eben für Müll reserviert, den wir unterwegs halt irgendwie nicht losbekommen. Oder wenn wir einkaufen waren, um da einfach die Sachen reinzubekommen, weil wir sonst das Motorrad komplett abpacken müssten oder wie auch immer. Das hier bleibt immer leer und wird dann eben dafür hergenommen. Den nächsten Punkt würde ich jetzt ganz schnell abhandeln, und zwar sind das meine Sturzbügeltaschen. Ich habe rechts und links einfach nur Schläuche drin, für vorne und für hinten und ein Flickset. Das packe ich jetzt nicht extra aus, weil die sind mir auch ein bisschen kaputt gegangen. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen reparieren und ja, aber nur Schläuche und Flickzeug. Gehen wir gleich hinter zu meiner mittleren Rolle. Ich schneide sie kurz ab und dann zeige ich euch, was drin ist. Wir haben hier
In dem Gepäcksystem sind ja hier nochmal 2 Laschen. Da haben wir jetzt halt auf der Reise immer Riegel reingetan, ohne Schokolade, ganz wichtig, weil ansonsten hast du nur noch einen Klumpen. Das war immer reserviert für Riegelchen. Hier drin versteckt sich zum einen eine Yogamatte. Bevor ihr euch fragt, warum, das ist sozusagen unser Stuhlersatz. Also immer wenn wir, ja, Zelt ist schon aufgebaut, ist gemütlich, man will jetzt halt kochen und so, ja, dann hocken wir uns halt hier drauf, damit wir nicht komplett am Boden hocken und nicht immer alles dreckig ist. Dafür nehmen wir die hier. Oder auch im Zelt dann zwischen den 2 Isomatten, damit die nicht immer verrutschen. Ja, ob wir die wieder so mitnehmen würden? Nee, weil sie nimmt echt viel Platz weg. Hätte ich jetzt hier nicht noch was ausstopfen müssen beim Losfahren, hätte ich sie auch nicht mitgenommen. Ist sie praktisch schon, aber ich würde mich hier eine andere Lösung einfallen lassen. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar Wasser. Wir sind gestartet mit jeder 4,5 Liter, haben aber dann festgestellt, dass es einfach beim besten Willen nicht ausreicht und sind dann hochgegangen auf jedes Motorrad 6 Liter. Damit kommen wir dann 2 Tage und 2 Nächte wild draußen gut klar. Genau. Hier drin sind einmal 2 Flaschen, wo die anderen Flaschen sind, zeige ich euch dann gleich. Dann ist natürlich noch das Zelt drinnen und die Plane und die Heringe für das Zelt. Ja, und dann sind wir leer. Mehr ist hier drin nicht. In die Rolle will ich eigentlich auch nicht recht viel mehr reinpacken, weil ich meine, ihr seht, es ist wirklich sehr wenig. Aus dem einfachen Grund, da ich ja das Topcase habe, ist die Rolle relativ weit vorne. Und wenn ich bergab fahre, dann, man möchte ja immer sein Gewicht nach hinten verlagern, dann komme ich relativ schnell mit dem Arsch an die Rolle hin. Und aus diesem Grund versuche ich, die wirklich so klein wie nur irgendwie möglich zu halten, um eine bestmögliche Gewichtsverteilung zu haben, wenn wir eben im Gelände drin sind. Kommen wir zu meinen 2 seitlichen gelben Taschen. Zum einen haben wir diese Löcher, die hier entstehen, wenn die Taschen drinnen sind, häufig gefüllt mit irgendwelchen Dosen, mit Getränken, mit Geschmack und sowas. Ah ja, und hier ist auch noch mein Spiegel. Hier drin ist noch der Uso aus Griechenland. Aber schauen wir uns mal den Inhalt der Taschen an. So, fangen wir mal an. Ich habe meine Traillaufschuhe mitgenommen, weil wir auch noch vorhatten, ein paar Wanderwege und Trails anzuschauen, und ja, aus dem Grund habe ich mir die noch mitgenommen. Dann ist mein Kulturbeutel auch noch hier drin. Die Bürste. Und dann kommen wir auch schon zu den Zeltsachen. Einmal habe ich hier ein Inlet, meine Isomatte, mein Schlafsack und mein Kopfkissen. Und damit sind wir leer auf der Seite. Auf der anderen Seite habe ich einmal meine Jacke, die habe ich immer lose reingetan, damit ich halt einfach schnell hinkomme. Wenn mir irgendwie kalt ist, dann kann ich die halt noch drüber ziehen. Dann mein Handtuch, das verirrt sich immer entweder auf die Seite oder auf die Seite. Und die Klamotten, das ist einmal der untere Teil, Hose und sowas.
der obere Teil. Und ein Beutel für die Dreckwäsche. Und damit sind wir auch bei der Seite fertig. Genau. Klamottentechnisch hatte ich einmal, also Hannes und ich hatten eigentlich grob das gleiche mit dabei. Ich hatte 2 lange Leggings, eine Outdoor-Hose, eine Jogginghose, 2 kurze Leggings, dann 5 Unterhosen, 5 Socken, 4 Sport-BHs. Genau, das war hier drinnen. Hier drin hatte ich 2 T-Shirts, 2 Pullis. Ich hätte eigentlich nur einen mitnehmen sollen, aber ja, ich hatte 2 mit dabei. Und that's it. Ja, that's it. Für den nächsten Teil nehme ich euch jetzt einfach mal mit, das geht einfacher. Zum einen 1,5 weitere Liter sind hier seitlich an den Stutzbügeln angebracht, damit ich auch einfach, ja, wenn wir kurz irgendwo stehen bleiben oder irgendwas halt ist, ich nehme einfach die Flasche raus, mache den hier weg und kann halt was trinken. Ist eigentlich ziemlich cool. Ist taugbar. Dann kommen wir zu den Taschen hinten. Hier ist nur eine einzige Sache drin, und zwar mein Reservekanister. Mehr ist da nicht drin. In der anderen in der anderen Tasche ist aber auch einiges mehr. So, fangen wir mal an. Hier ist die andere 1,5 Liter Flasche noch drinnen. Die benutze ich meistens als Reserveflasche. Also ich rechne mit der nicht, ich lang die auch nicht an und wirklich im absoluten Notfall ist die Flasche einfach auch da. Dann habe ich hier noch so ein Ding. Und unsere Seifen und Spülmittel und Shampoo und alles Mögliche, die wir halt draußen in der Natur hernehmen können. Hannes seins ist ausgelaufen und meins hat auch irgendwann seinen Weg hier hinten reingefunden. Genau, da kann halt dann einfach nichts versiffen, also ja. Und noch unsere Mülltüten. Ja, und das war's. Mehr ist auf der Seite auch nicht drin. Auch nur als kurzer Überblick für euch. Für die 3,5 Wochen hätte uns, wir haben ja 2 Flaschen mit dabei, aber es hätte uns eine von diesen Flaschen ausgereicht. Kommen wir zum sagenumwogenen Topcase. Zum einen obendrauf meine Regenjacke, Isolation und auch einfach ja als kleiner Dämpfer und so. Dann habe ich hier drinnen eigentlich die komplette Hälfte ist Ladestation, und zwar haben wir Kabel verlegt vom Motorrad ins Topcase rein, und hier kann ich alle Akkus von Kamera, von Drohne, Powerbanks, kann ich einfach unterm Fahren hier hinten schön laden. Ja, genau. Also dementsprechend alle Akkus sind hier drin, alle Powerbanks sind hier drin. Dann ist hier drin noch alle möglichen Kabel und Netzteil und sowas und SD-Karten. Dann haben wir hier drüben noch GoPro-Zubehör, Kamerazubehör, Drohnenzubehör, wie diese Flügelchen, die Rotorblätter und so. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, unsere Sanitätssachen. Einmal die ganz normale Standardausrüstung und dann eben noch zusätzlich solche Sachen wie, ich habe große Probleme mit bestimmten Gräsern, dass ich halt meine Allergietabletten mit dabei habe, dass wir bestimmte Salben und Cremes mit dabei haben. Das ist eben auch noch hier. Und ganz wichtig, Spielkarten dürfen auch nicht fehlen, genauso wie ein guter Vorrat an Taschentüchern. Und das ist alles, was hier drin ist. Und schon sind wir beim zweiten Motorrad. Wir fangen bei Hannes seiner Maschine mit den 2 Stutzbügeltaschen an. Weil die sind ein bisschen spannender als meine Stutzbügeltaschen. Und da ich sie nicht abmachen kann, weil ja uns auch da das ein oder andere Missgeschick passiert ist, räume ich es jetzt einfach mal aus und zeige euch dann, was wir denn da eigentlich drin haben.
starten wir mal mit der einen Seite. Auf der einen Seite ist einmal noch meine Regenhose drinnen, Hannes seine Regenjacke und von uns beiden so, wie nennt man die, Flussschuhe, Wasserschuhe oder so. Ja, genau. Auf der anderen Seite sind Hannes seine Traillaufschuhe. Dann haben wir hier noch ein Messer, Kettenspray, auch nochmal einen Spanngurt und hier drin ist alles, was wir an Werkzeug noch mit dabei haben. Das räume ich jetzt auch mal aus. So, zum einen, das hier gehört hier eigentlich nicht mit rein. Uns ist auf der Reise die Navi-Halterung kaputt gegangen und das sind halt noch die Einzelteile, die wir halt mitgenommen haben. Dann haben wir hier Sachen zum Reifenwechseln. Wir sind noch nicht ganz zufrieden mit unserem Montierset. Falls da irgendjemand eine coole Lösung hat, coole Tools hat, die leicht sind, mit denen das auch wirklich einfach geht, dann bitte schreibt uns mal, weil ja, also wir haben da irgendwie noch keine gute Lösung gefunden. Das ist jetzt das, was wir mit dabei hatten. Dann natürlich Kabelbinder dürfen auch nicht fehlen. Dann hatten wir hier drüben alle möglichen Werkzeugsachen von Gabelschlüssel, Ratsch, Imbus, was wir für die gröbsten Sachen fürs Motorrad gebraucht haben. Hier drüben sind noch kleine Imbusschlüssel und Nüsse drinnen. Und hier ist so der ganze Kleinscheiß, also sowas wie das Kettenschloss, Loctite, Zündkerze, verschiedene Schrauben, Sicherungen für Strom, eine Schelle. Ja, wir hätten eigentlich eine gebraucht, das war die falsche Größe, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitdenken können, aber war ein guter Gedanke dahinter. Ja, bei dem Werkzeug an sich, falls da auch noch irgendjemand eine bessere Lösung hat, was leichter ist, wo wirklich alles kompakt zusammen ist, weniger Platz wegnimmt als das jetzt, dann, wie gesagt, schreibt uns bitte gerne, weil das ist noch nicht die finale Lösung, wir sind da noch immer am Austesten und rumprobieren und ja, deshalb nur her mit den Infos, wir bedanken uns. Dann schauen wir uns mal noch an, was hier hinten bei Hannes sein Motorrad noch so alles versteckt ist. Zum einen haben wir hier in die Mitte den eigentlichen Tankrucksack verfrachtet. Hier drinnen ist einmal zack, die Trinkblase, damit auch er einfach unterm Fahren, oder was heißt unterm Fahren, beim kurzen Stehenbleiben schnell was trinken kann. Exakt gleiche Lösung wie halt bei mir auch. Dann haben wir auch hier hinten raus Kabel verlegt. Das heißt, auch Hannes kann hier hinten Sachen laden. Allerdings ist es halt bisschen einmal platztechnisch blöd, wenn die Trinkblase komplett aufgefüllt ist, ist eigentlich kein Platz mehr hier hinten drinnen. Ebenso wie Kondenswasser ist auch ein Problem, durften wir feststellen. Hier vorne ist dann einmal die Stirnlampe drin und die Ohrenstöpsel, ebenso wie ein Multitool. Dann können wir gleich mal zu den seitlichen Taschen kommen. Da hat auch Hannes einmal ganz oben drauf eine Jacke gepackt, damit man einfach schnell eben die anziehen kann oder eben wieder schnell verstauen kann. Kulturbeutel. Und dann, naja, eigentlich das gleiche wie bei mir. Einmal Isomatte, Schlafsack, Inlet und Handtuch. Mehr ist hier drin nicht. Auf der anderen Seite haben wir die Klamotten. Hannes hat ja, die gleichen Taschen wie ich, nur eben in kleiner.
Und sein System war einmal Oberteil, Unterteil und eine Tasche ist eigentlich mit Jacken voll. Und da hatte er das gleiche Ding wie ich. Also er hatte keine Pullis mit dabei, aber zu viele Jacken mit dabei. Und ja, da einfach eine Jacke weniger. Und das wäre ganz gut gewesen. Hier ist wieder Dreckwäsche. Und von der Menge her, genau von der Menge her, ist es eigentlich auch das gleiche, was ich mit dabei habe. Und dann sind wir hier drüben auch leer. Das sind alle Klamotten, die wir dabei hatten. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was in der hinteren Rolle noch alles drin ist, weil das ist wieder neu. Und die packe ich jetzt auch einfach schnell mal ab. Das hier ist ja unsere Essens- und Kochrolle. Und hier drin haben wir erst einmal 2 Sitzkissen. Und zwar dienen die eigentlich einzig und alleine der Isolation. Und es hat sich tatsächlich als ziemlich gut erwiesen. Also die Dinge tatsächlich echt gut. Dann haben wir hier drin Wasser. Schon mal eine Tasse. Unser ganzes Kochgeschirr. Da schauen wir jetzt auch einfach kurz noch schnell rein. Also wir haben zum einen 2 Teller. Die haben wir jetzt halt eigentlich nicht wirklich gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir 2-mal Besteck und einmal so einen Schaber. Und dann haben wir hier nochmal eine Tasse. In der Tasse drin ist unser Geschirrtuch und ein Schwämmchen. Und hier drin haben wir ja einfach nur unseren Kocher und ein Feuerzeug und einen Adapter für die Gasflaschen. Und dann noch einen Topf, unbeschichtet, ganz normal. Ist noch nicht die beste Lösung, war jetzt die Lösung für die Reise. Dann haben wir hier drinnen 2 große Gaskartuschen mitgenommen. Eine haben wir komplett leer gemacht. Wir haben aber keinen richtigen Platz gefunden, wo wir die wegschmeißen können. Deshalb haben wir die jetzt einfach wieder mit nach Hause genommen. Und die hier, würde ich sagen, ist noch halb voll. Bisschen weniger als halb. Und dann haben wir hier, das Ding hier ist komplett voll mit Essen. Also das Gewicht und auch die Größe von dieser Tasche variieren immer komplett. Wir haben hier drin immer Frühstück und Abendessen. Und ja, also dieses Ding hier variiert immer von seiner Größe. Und falls das hier nicht mehr ausreicht, schmeißen wir es einfach so rein. Wir haben hier noch gefüllte Weinbecher. Außerdem auf der Reise haben wir unsere kleine Buschbox mitgenommen. Haben wir tatsächlich weniger hergenommen, als wir gedacht hätten, aber es war einfach viel zu warm und dementsprechend zu gefährlich, das herzunehmen. Aber ja, ist ziemlich gut. Und dann haben wir hier noch, das filmen wir jetzt am besten noch näher ab, unsere ganzen Gewürze mit drin verstaut. Die Gewürze, bevor ihr euch fragt, was das denn ist, das sind Pettlinge. Da haben wir einfach die Gewürze reingetan und ja, die Dinger sind eigentlich relativ cool. Hinten ist nochmal eine Tasche. Und hier drin ist so Kleinscheiß. Einmal eine Wäscheleine, die haben wir tatsächlich auch nicht einmal hergenommen, weil wir immer unsere Spanngurte hernehmen. Dann Taschentücher, Moskitospray und Wasserfilter haben wir hier drin auch noch. Ja, und ich würde jetzt halt eigentlich sagen, nicht nur eigentlich, das ist es. Also das alles haben wir hergenommen,
auf 3,5 Wochen Balkanreise mit hauptsächlich draußen schlafen im Zelt. Ja, Sachen, die wir wie gesagt eigentlich nicht mehr mitnehmen würden, wäre einmal die Yogamatte und genau, und die Pullis, die hätten wir auch nicht mehr mitgenommen. Sachen, die wir gerne dabei gehabt hätten, wären eben anderes Werkzeug zum einen und ja, anstatt die Yogamatte vielleicht ein Tarp. Das wäre ziemlich cool gewesen, einfach auch wegen der Hitze oder wenn es da mal richtig regnet. Was noch luxustechnisch ziemlich cool gewesen wäre, wäre eine Hängematte, hätten wir aber nicht gebraucht. Wäre einfach jetzt so ein Gimmick gewesen, was halt noch cool wäre. Ansonsten, ja, genau, eine Luftpumpe. Das wäre auch noch eine Sache, auch da, falls ihr irgendetwas habt, was ihr empfehlen würdet, gerne mir einfach mal schreiben, weil sowas haben wir noch nicht, wäre aber ziemlich cool, das mit dabei zu haben. Und ja, das ist es. 3,5 Wochen Balkan. That's it.